3.899 Euro. Aus Hamburg, die Firma Stevens. Und wer sie kennt, der weiß, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis bei Stevens wirklich genial ist. Grüß dich, Lucien. Hi Sven. Ja, guck dir das mal an. Das fängt schon an bei der Lackierung. Es geht weiter zu den Nobby-Nick, die drauf sind. Eine Top-Schwalbe-Bereifung, die hier drauf ist. Bosch Performance CX, eine ordentliche Bremsanlage, eine ordentliche Schaltung. Dropper-Post ist mit eingebaut. Also ganz viel Fahrrad fürs Geld und das beste Display der Welt, nämlich das Ja, das Bosch Purion. Das Purion. Ganz klassisches Mountainbike-Display, kein Schnickschnack, einfach Geschwindigkeitsanzeige, Reichweite, Akkustand, fertig. Ja, man kann es übrigens auch lesen ohne Brille. Ich wollte nur mal gerade wissen, ob es wirklich noch Purion heißt. Sag mal, Stevens, haben die da noch irgendwas verdient? Da ist eine RockShox drauf, eine Luftfeder. Ist keine Luftfeder, aber fährt sich tatsächlich wie eine. Ist eine RockShox Stahlfeder mit 35er Standrohren, die super sensibel ist. Also, Aber die Optik wie eine Luftfeder, ne? ja, Optik und tatsächlich fühlt sie sich auch sehr, sehr ähnlich an. Hat mich auch gewundert. Ich fahre ja auch schon seit ein paar Jahren Mountainbike, ne? Und das ist schon genial, wie die das hingekriegt haben, dass die so sich ordentlich anpasst, ne, der Umgebung. Ja, das kann man sehen. Also eine Stahlfeder, sehr unkompliziert, muss man sagen. Viele, gerade Kids und so weiter, wollen keinen Luftdruck abstimmen. Die meisten machen es auch gar nicht, komischerweise. Also du hast hier Fahrräder, wo kein Mensch irgendwas, die deuen da irgendwelche Luftdrücke rein. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wann ihr zuletzt den Luftdruck mal geprüft habt in der Gabel. Wahrscheinlich habt ihr es nie gemacht, ja. Und da fahrt ihr natürlich mit einer Stahlfeder besser. Also es ist meiner Meinung nach die beste Stahlfeder, die ich bis jetzt hier mal im Laden hatte und gefahren habe. Kann ja jeder mal ausprobieren, weil alles, was drüber kommt, ist eine Luftfeder, muss man ganz ehrlich sagen. Aber Optik, wie gesagt, das ist jetzt nicht, auch an den Hebeln, die du vorne dran hast, nicht so diese Luftfederoptik, die Stahlfederoptik, sondern du hast so optisch eigentlich eine Luftfeder hier, oder? Ja, also so auf den ersten Blick, wie man merkt, sieht man gar nicht direkt, dass es eine Stahlfeder ist und wie gesagt, kein Nachteil. Viele Leute im Downhill sind ja so Fans von diesen Stahl-Keuldämpfern, ne? Die mögen es da ja ein bisschen rabiater. Und ja. Ansonsten, was ja halt auch cool ist, also das ist ja von Stevens das zweitbeste Hardtail, was die in ihrer Portfolio haben. Aber trotzdem sind wir der Meinung, eigentlich, wie das so aufgebaut ist, ist es das Nonplusultra unter den E-Hardtails, weil hier hat man unter 4.000 alles, was man braucht. Absenkbare Sattelstütze, XT-Schaltung und halt diese 4 Kolben vorne und hinten. Ne? So, 4 Kolben vorne und hinten, XT-Schaltung mit drin. 12 Gänge. 12 Gänge. Das Schöne ist dieser Flip-Flop-Lack, der mir die Wahl lässt, habe ich jetzt ein grünes oder ein blaues Fahrrad, je nachdem, wie ich gucke. Findest du? Also ich sehe eher violett-lila, also so ein... Nee, das ist jetzt hier grün, eindeutig grün. Aha. Das hier vorne ist blau. Ich gehe mal auf die andere Seite. Blau, violett. Ja, jetzt habe ich es violett. Siehst du hier oben? Der Farbton nennt sich Python. Python. Python, ja. So, also wenn ihr eure Fahrräder grundsätzlich am Flip-Flop-Lack auswählt, dann seid ihr hier richtig bei Stevens. Aber Bereifung, was haben wir denn? Ist das 29? Genau, 29 Zoll. Beim Hardtail macht es auch richtig Sinn, weil absolut laufruhig und klar, 29 Zoll Plusbereifung ist mittlerweile normal, also dämpft auch ordentlich was weg. So, Shimano, 4 Kolben, sagst du, gell? Ja. So, 4 Kolben vorne und hinten. Dann... Ja, also was auch cool ist bei den Reifen, sind 2 Sechser, also bei 29 mal 2 Sechser Breite, das ist schon... Hinten habe ich eine 2 Kolben, gell? Ja, nee, hinten ist 2, genau, ich habe es gerade eben gesehen, ja. Also 2 Kolben, gut, brauche ich eh nicht mehr, wenn ich ehrlich bin. Bitte nicht schleifen lassen hinten. Zu ist es zu, ne? Ja, hinten ist eh keine Bremsleistung, aber Bosch Performance CX ist natürlich ganz, ganz wichtig. Also der stärkste Motor aus der Bosch-Serie. Dann eine E13. Es fängt so an wie bei den Kurbeln zum Beispiel, richtige Qualität. Ja, das ist hier wie bei den teuren E-Fullies halt super coole Kurbeln, die schick aussieht und halt auch eine ordentliche Qualität hat. Das merkst du daran, dass die nicht knacken oder sowas irgendwann, ne? Ja, wir haben auch einen sehr, sehr komfortablen Lenker. Oft hast du ja bei den Mountainbikes diese brettsteifen Mountainbike-Lenker, sehr, sehr schmal, sondern das ist ein richtiger Tourenlenker, der drauf ist, wo du auch mal längere Fahrt machen kannst. Ja, auf jeden Fall. Das ist für die Touren, wo man mal 50, 60 Kilometer fahren will. Und
Ja. Du weißt, worauf ich hinaus will. Also jetzt dieser wie nennt man das? Backsweep. Backsweep, der ist so ein bisschen, ich habe da echte Probleme mit. Wenn der also ganz gerade ist, kriege ich in den Handgelenken echte Schmerzen. Das ist hier nicht so. Nee, das ist hier nicht so. Da sind wir generell mittlerweile beim Mountainbiken ein bisschen von weggekommen. Also so der wirklich gerade Lenker, den gibt es eigentlich nicht mehr. Da ist immer ein bisschen Rise, ein bisschen Guck mal, da oben. Da ist doch, der ist doch fast gerade. Nee, der hat auch Backsweep. Wirst du merken, wenn er drauf sitzt, ist auch bequem. Was du ein bisschen, glaube ich, meinst, ist dieser leichte Rise da oben bei dem Scott Petron. Das ist ein ganz leichter, das gebe ich dir recht, dass der Lenker recht gerade ist, aber er hat hier oben auch diesen ganz leichten Winkel dieser Rise, der ein bisschen hoch geht. Ne? Also was ich cool finde, ist das Preis-Leistungs-Verhältnis. Ja. Das ist okay. Du hast einen namhaften Hersteller aus Hamburg, also dass du auch mal Garantieansprüche auch mal durchsetzen kannst. Das ist für euch als Händler ja auch wichtig. Ich meine, was nützt dir irgendwas, was kommt und geht? Stevens gibt es auch, glaube ich, schon länger. Die gibt es schon ein bisschen länger. Ich glaube 94 waren wir da, 96? Ja, also die sind auch seit 30 Jahren jetzt. Also die hatten letztens, letztes Jahr, wo sie ihr 30-jähriges hatten. Sag mal, wenn ich jetzt eine Lichtanlage montieren möchte, die ich seit 91 sagte, die ich direkt verbinde mit dem Akku, kann ich das aufrüsten mit Schutzblechen, mit Gepäckträger, mit Lichtanlage später? Geht das? Ja, also ich würde sogar empfehlen. Also wir haben jetzt hier ja ein Mountainbike, was auch für Touren durchaus eingesetzt werden kann. Und hier eine Beleuchtung, die direkt mit dem Akku verbunden ist, macht absolut Sinn. So, und dann der Dropperpost, der höhenverstellbar ist auf Knopfdruck. Das ist auch eine feine Sache. So, dann darfst du mal. Oh, ein Chain, guck mal hier, wie schick. Chainstay. Ja, das sind halt die Details. Wenn dir nicht jedes Mal die Kette wegfliegt, was auch nur für Ärger sorgt bei der Tour, das sind halt so diese Sachen. Ne? So, bitte mal hochheben. Lucien, du kennst es ja schon, dass dein Trainer im Fitnessstudio auch stolz auf dich ist. Hier liegen wir bei so 24 ungefähr. Ja, das kommt hin, 24 Kilo. Große Batterie, starker Motor, ist eigentlich ein richtig gutes Gewicht dafür. Lässt der Fahrradsteller nicht mehr los? Ja, ist ja auch ein dicker Reifen, 29 Zoll. Ja, das sind 65 Euro. So, der ist drin, der Akku. Der ist drin. So, das heißt, du kannst es im Gelände auch wirklich hochheben. Es ist jetzt nicht über 30 Kilo. Es ist also das ist auch der Vorteil natürlich vom Hardtail, dass du also wirklich, ich sag mal, ein relativ leichtes und unglaublich handliches Fahrrad hast. 29 Zoll. Mischbereifung, wird das später gehen? Kann ich das umrüsten oder geht das nicht? Du bist auf die 29, bist erstmal festgelegt, aber du kannst ja ohne Probleme, also ich meine, klar, du kannst ja ein Laufrad reinsetzen, ein kleineres, dann kannst du auch 27,5 fahren, aber ich würde tatsächlich eher hingehen, würde dann bei der Bereifung selbst gucken, dass ich da eine Mischung finde, die mir so ein bisschen entgegenkommt. Da kann man viel machen. Die Handlichkeit, das sind ja nur wenige Zentimeter Unterschied. Ist das stark, 27 Zoll zu 29 in der Praxis vorne? Ist tatsächlich ein kleiner Unterschied. Also du wirst es merken, wenn du das eine oder das andere gewohnt bist. Aber wenn du jetzt so unbedarft an die Sache rangehst oder unvoreingenommen, sage ich mal, da wirst du jetzt an der Wendigkeit keine großen Einbußen merken bei 29. Also XT-Schaltung. XT, was ganz wichtig ist, ich guck mal gerade, ist es auch ein XT-Hebel? Nein, du hast einen Deore-Hebel. Deore-Hebel, okay. Habe ich jetzt auch im Moment, muss ich ehrlich sagen. Gut, ich merke den Unterschied nicht so. Die sagen, der XT wäre so ein bisschen knackiger, also, oder? Ja, das soll ja noch ein bisschen leichter sein, aber da sind wir wirklich bei 10, 20 Gramm Unterschied. Also ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Die sind nämlich kompatibel, die Ora, aber die Schaltung ist Original XT, die drauf ist. Also, okay, verstanden. Ja, dann nehmen wir es mal, weil du weißt, den Leuten fällt alles auf. Du darfst mal fahren, Lucien. Griffe? Vergessen. Die sind dabei, die Griffe? Ja, die sind dabei, die sind nicht von uns nachgerüstet, das heißt im Preis inklusive. Das Die Pedale auch. GA-Pedale. Da kann man drüber reden, in dem Fall. Da würde ich halt immer empfehlen, ein paar schönere, bessere mit Pins oder mit Klick zu holen. Sind die dabei? Die sind dabei. Die sind dabei. Ja. Du, die Leute feiern dich. Wenn heutzutage Pedale dabei sind, dann ist das Fahrrad schon quasi verkauft. Nee, kein Witz, die Leute beschweren sich. Aber ist aber nachvollziehbar. Viele bringen ja die Pedale mit, viele kaufen sich eigene Pedale. Ist so ein bisschen wie die Schuhe, oder? Bei einem Ja, also ich finde es tatsächlich auch gar nicht so unsinnig, dass die Räder erstmal ohne Pedale kommen, weil da hat ja jeder seine Vorlieben. Das ist wie das Ladegerät. Habe ich mir jetzt einen Samsung gekauft, ein Fold 4. 1.799 Euro, Listenpreis. Was war nicht dabei? Naja, klar, Ladegerät wird da gerne mal gespart, ne? Ja. Das Kabel war wenigstens mal dabei noch. Und das war aber nur noch 1 Meter lang. Also ich weiß nicht, werden 1 Meter lang. Okay, los geht's. Boah! Ja, das ist der CX, ne? Das ist der CX, ja, mit dem Wohnzimmertest. Aber wir werden das gleich mal fahren. Lucien ist nämlich erfahrener Rennfahrer auf der
Glockenstraße. Und jetzt, das ist nämlich das Geile, jetzt sieht man ihn schön in seinem Element. Ohne Helm wird auch... Der geht schon, oder? Ja, sicher. Also der stärkste Motor, der geht schon. Boah, jetzt will er es wissen. Schade. Ich habe gedacht, du machst jetzt einen Wheelie. Ja, das ist ja ein neues Rad. Ach so, ein neues... Ach so, Ohne Helm ohne Helm. machen wir das nicht. Echt nicht? Gut. Ja, stell dir mal vor, du kippst Ich will dich gerade provozieren. Du weißt ja, wie es ist. Da kam gerade eine Frau vorbei. So, Spaß beiseite. 3000, was kostet es? 899 Euro. Gibt es da Mädelsfarben, Jungsfarben oder ist das egal? Nee, du hast halt die Farbe. Ne? Also ist jetzt nicht so, dass du dir noch was anderes aussuchen könntest. Und dadurch, dass wir hier so einen coolen Flip-Flop-Lack haben, würde ich mal sagen, da sind wir auch unisex unterwegs mit der Farbe. Absolut. Gut. Ist auf jeden Fall keine Farbe, wegen der du jetzt verprügelt wirst, ja, auf der Schule oder so, sondern eine richtig coole Farbe. Und die RockShox-Feder, sagst du, wenn du mal gerade einfederst, mal so tust, Kann ich auch blocken. kannst blocken. Okay. Wenn jemand das so testen würde, ne, mit verbundenen Augen, wird das nicht einer merken, dass das jetzt eine, also behaupte ich mal, 90% der Leute merkt das nicht, dass es eine Stahlkabel ist. Kannst du ja selber mal probieren, aber guck mal. Das ist schon Vielleicht, wenn man vom Puki Kinderfahrrad umsteigt, aber wenn du natürlich Downhiller bist, mit Profi-Erfahrungen, allen drum und dran, vielleicht wird es auch der. Waren das schon mal so Blindtests, habt ihr schon mal gemacht mit so Profis? Gesagt, hier, das ist die Stahlfeder von RockShox. Nee, haben wir noch nicht gemacht, aber sollten wir vielleicht wirklich mal machen, weil so, die ist wirklich sehr feinfühlig. Das kennt man so gar nicht. Also ich bin da wirklich überzeugt von. So, Intube-Akku, Akkugröße, was ist da drin? 625 haben wir hier. Ah, der dicke schon. Genau. So, super. Vielen Dank fürs Einschalten. Wir sind bei, dreh dich um, Konrad Green Bikes. Das Ganze in der Glockenstraße 4, genau. Glockenstraße 4. Wir sind in Kaiserslautern und das müsst ihr googeln. Konrad bei Green Bikes. Seit 1994 der Fahrradhändler Ihres Vertrauens in der Pfalz. Und ja, darüber hinaus. Tschüss.